So, guten Morgen zusammen. Jetzt heisst es alles packen, was wir in der Wohnung haben. Da hat sich schon wieder einiges angesammelt. Ist noch crazy, jetzt sind wir 3 Monate in dieser Wohnung. Und es fühlt sich so richtig nach Zügeln an. Was suchst du? Meine AirPods. Deine AirPods sind auf meinem Pult. Ohne Musik geht nicht. Würde ich sagen, let's go, packen und ab ins Haus. So, jetzt ist der letzte Tag hier in Malpica. Letzter Spaziergang am Meer. Somit kann ich jetzt das auch von der Bucketlist streichen, einmal am Meer gewohnt zu haben. Das ist doch bei jedem Mal auf der Liste, mal einmal am Meer leben. Es ist nicht so speziell. Nein, wie soll ich sagen? Es ist wie bei allem. Also, es ist wunderschön hier. Aber ich würde sagen, nach einem Monat ist das Meer auch normal. Und das ist auch ein Grund, wieso wir gesagt haben, wir wollen kein Haus am Meer. Weil ich will, dass das Meer für immer etwas Spezielles bleibt. Und dass, wenn wir mal keine Lust haben aufs Haus oder so, oder auf Land leben, dann können wir wieder in den Van und ab ans Meer. Und es ist wieder etwas Spezielles. So, gehen wir ins Haus checken. Are you ready? Schon? Und du? Sicher. Herzlich willkommen in unserem neuen Haus. So, ihr seht schon, ich bin bereits ein bisschen eingerichtet und zum ersten Mal seit über 2-3 Jahren in einem eigenen Büro. Und ich habe wieder so ein bisschen mein YouTube-Studio. Alles noch sehr provisorisch, es hält auch noch ein bisschen, aber all das kommt später. Jetzt muss ich mir da ein paar Notizen nehmen für alle Infos zum Haus, damit ich hier auch nichts vergesse. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass hier in Spanien ist es ganz normal, dass wenn man ein Haus kauft, ist das nachher nicht leer, sondern man kauft das ganze Inventar einfach mit. Und von all diesen Häusern, die wir angeschaut haben, zum Teil sind die pumpevoll mit Sachen. Das kannst du dir so vorstellen, wie man von irgendjemandem ein Haus übernimmst, wo das einfach von Tag 1 auf 0 verloren hat und alles so hinterlässt. Und genau so war es hier auch gewesen. Also das Haus ist einfach voll mit Sachen von seinen Kindern. Die ganze Garage ist einfach pumpevoll mit Zeug. Und wir haben auch gehofft, dass wir noch das eine oder andere brauchen und wiederverwenden könnten. Aber nach ein paar Tagen Raum haben wir wirklich gemerkt, dass vieles einfach leider nicht mehr brauchbar ist. Ein paar Sachen haben wir uns auf die Seite getan, um restaurieren und wiederverwenden. Aber leider ist vieles einfach Müll. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie in die Kommentare.
Wir können sehr gerne ein Q&A machen. Wenn du irgendwelche Fragen zum Haus hast oder zum Hauskauf oder irgendwie so, schreib es einfach unten in die Kommentare und ich werde es im nächsten Video beantworten. So, und jetzt geht es ab ans Putzen. Es ist so dreckig. Los geht's. Heute ist der 5. Tag. Jetzt haben wir so ziemlich jeden Wohnraum ausgeräumt. Und gerade noch rechtzeitig, weil in 2 Stunden kommen unsere Sachen in einer Stunde. 20 Minuten. Gerade noch rechtzeitig, weil in 20 Minuten sollten unsere Sachen von der Schweiz kommen, die wir bei meinen Eltern eingelagert haben. Also haben wir jetzt einen Platz. Einfach 5 Tage am Räumen und putzen. Und es ist immer gut, wenn man etwas aufnimmt und hinten dran... Ja, sorry, ich muss noch fertig putzen. Du hast nicht abgewaschen. Ich kann auch nicht abwaschen. Unser Geschirrspüler ist bereits kaputt. Ich war heute Morgen 3 Stunden dran und probiere zu reparieren. Probieren zu reparieren, also known as random umschrauben, hinten den Deckel abschrauben. Das ist doch nicht, wieder zuschrauben, mit dem Gusseldings drin umstochern. Jetzt geht das Video schon 10 Minuten und das interessiert niemand. Also, ich konnte nicht reparieren. Jetzt lassen wir jemanden kommen. Also gehen wir mal eine Stunde hier. Eben, das ist das Wohnzimmer. Ausgeräumt. Das ganze Badzimmer hat Nicole geputzt. Und ein bisschen wohnlicher gemacht. Aber das wird natürlich dann, sobald wir wieder Geld haben, wird das alles renoviert. Dann das wird das Zimmer von der Nicole, also Hobbyraum. Auch alles sauber. Dann noch unser Schlafzimmer. Das haben wir schon ein bisschen eingerichtet. Cecco fühlt sich bereits schon wohl. Ja, kleiner Hasenbär. Ich tue eher weniger so akribisch rumputzen. Mache dann das vorzu, weil ich weiss gar noch nicht, was woher kommt und ob der Boden so soll bleiben und wie die Wände sollen sein. Kein Plan. Aber meine Aussicht aus dem Büro. Das hier hinten ist übrigens unser Wald. Jetzt ein paar Informationen zum Haus. Also, wir haben etwa 4500 Quadratmeter Land. Davon sind 1800 Quadratmeter, wo das Haus drauf steht. Reinen Wohnraum haben wir aber etwa so 120 Quadratmeter. Das ganze Haus hat 287 Quadratmeter. Aber nur etwa 120 Quadratmeter davon sind Wohnfläche. 120 Quadratmeter davon ist eine ganze Garage, wo Werkstatt ist, Wäschraum und so weiter. Und dann hat es noch einen Dachstock, der aber noch nicht ausgebaut ist, aber vorbereitet zum Ausbauen. Was ganz cool ist, wir haben einen eigenen Brunnen mit eigenem Quellwasser. Das heisst, wir zahlen keinen einzigen Rappen für Wasser. Wasser ist voll gratis. Was uns am Haus mega gefällt, ist die traditionelle galizische Küche mit einem ganz alten Ofen, den man schön einführen kann. Es gibt so viel zu tun. Und das Haus ist auch ein Jahr lang leer gestanden. Und genau das merkt man auch. Also vieles ist einfach eingerostet. 200 Kilo Laub liegt draussen. Und ich wollte heute einfach schnell die Garage räumen. Und das ist 8 Stunden gegangen und ich bin noch nicht mal fertig. Nicht einmal in der Hälfte. Morgen ist auch wieder ein Tag. So, jetzt mache ich mal an meine Werkstatt
Hier mal alles entkrümpeln, ein bisschen aufräumen, damit man auch richtig arbeiten kann. In der Garage habe ich fast am meisten Zeit verbracht. Da hat es extrem viel zu tun gegeben. Mega viel aufgeräumt, ein bisschen strukturiert, damit ich auch das eine oder andere werken kann. Und jetzt ist mein neuer Schreibtisch gekommen, also gehen wir jetzt ab ins Büro, das einrichten. Yes! Da haben wir das erste, was ich gekauft habe. Ein Schreibtisch. Schreibtisch haben wir einfach gönnen und das war ganz speziell, den ich schon lange wollte. Ich liebe ja so Anleitungen, wo das Zeug nummeriert ist, in der Anleitung wie auch auf der Verpackung. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Also auf ein Büro habe ich mich extrem gefreut, wo ich wieder kreativ sein kann und einfach konzentriert arbeiten. Weil Arbeiten ist etwas, was mir mega Spass macht. Und es wird auch hier hinten noch Farbe geben. Das Ganze wird, es wird noch ganz anders. Aber ich habe mir es mal provisorisch eingerichtet, damit ich schon mal ein bisschen anfangen kann, kreativer zu sein. Generell werden wir in den nächsten Wochen ziemlich viel umbauen hier. Wir wollen aber möglichst viel können so lassen, wie es ist und wirklich einfach restaurieren, renovieren. Einerseits natürlich auch jetzt durch den Hauskauf ist das Budget nicht mehr so gross, aber auch durch einen Nachhaltigkeitsgedanken. Wir wollen da nicht alles rausreißen und einfach wegwerfen und neu machen, sondern wirklich probieren, Schritt für Schritt das Zeug wieder aufbauen, damit es wieder neu aussieht und auch wohnlich wird. Und jetzt zeige ich euch einmal, was wir in 2 Wochen alles geschafft haben. Nicole hat ihr Neinzimmer schon gestrichen und ich finde, es ist recht schön geworden. Auch im Wohnzimmer hat sich einiges da, alles auch noch sehr provisorisch. Also das Sofa ist uralt, von meiner Großmutter habe ich das geerbt. Das wollte ich unbedingt mitnehmen. Das ist aber nicht wirklich zum draufsitzen, das ist ganz klein. Aber gleich haben wir mal etwas, bis unser neues Sofa kommt. Das ist das, was wir in den ersten 2 Wochen hier geschafft haben. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie unter die Kommentare. Wir können sehr gerne ein Q&A machen. Wenn du irgendwelche Fragen zum Haus hast oder zum Hauskauf oder irgendwie so, schreib es einfach unter die Kommentare und ich werde es im nächsten Video beantworten.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.